Hallo Leute, wir sind in den Niederlanden und das ist wirklich ein wunderschönes Land. Gerade sind wir in der Nähe von Amsterdam und heute werden wir mit unseren Freunden die Stadt erkunden. Okay, begleitet mich heute, damit wir die Stadt, das schöne Amsterdam entdecken und dabei so viele deutsche Wörter lernen. Das ist eigentlich unsere Unterkunft, das ist unser Zimmer eigentlich. Und diese Unterkunft ist eigentlich mitten auf einem Bauernhof, okay? Das ist die Aussicht, das ist einfach traumhaft. Ja, das werde ich euch später zeigen. Und falls ihr mich nicht kennt, mein Name ist Mohi, ich komme aus dem Iran, aber ich bin Deutschlehrerin. Und ich wohne in Deutschland. Hier in diesem Kanal sprechen wir über verschiedene Themen auf Deutsch und versuchen unsere Sprachkenntnisse durch Zuhören, Zuschauen, Sprechen und Genießen zu verbessern. Falls ihr an solchen Inhalten interessiert seid, bitte vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Dankeschön. Okay, das hier ist das Zimmer im Erdgeschoss. Es ist wirklich wunderschön und im Vintage-Stil eingerichtet. Und das sind unsere zwei Kleinen. Wenn man die Treppe nach oben geht, kommt man zu diesem Zimmer hier. In diesem Zimmer wohnen mein Mann, mein Hund und ich während unseres Aufenthalts. Auch dieses Zimmer ist im Vintage- und Landhausstil eingerichtet und hat eine wirklich gemütliche Atmosphäre. Es riecht hier angenehm nach Holz und ich muss sagen, alles ist super sauber. Und das hier ist die atemberaubende Aussicht. Das ist definitiv der schönste Teil dieses Hauses. Schaut euch diese wunderschönen Pferde an. Die ganze Weide ist voller Pferde und es sieht einfach traumhaft aus. Solche Momente erinnern mich immer daran, wie schön das Landleben sein kann. Hier grasen die Pferde. Sie sind total süß. Hi! Sehr süß. Wenn man an die Niederlande denkt, denkt man sofort an Windmühlen. Früher halfen sie dabei, Wasser abzupumpen und das Land trocken zu halten. Heute sind sie vor allem ein Wahrzeichen des Landes. Und natürlich darf man in den Niederlanden den Käse nicht vergessen. Gouda und Edamer kennt ihr bestimmt, ne? Käse gehört hier einfach zum Alltag dazu und in vielen Geschäften kann man unzählige Sorten probieren. Wenn ihr Käse mögt, seid ihr hier definitiv am richtigen Ort. Aber heute besuchen wir nur Amsterdam. Deshalb machten wir uns auf den Weg nach Amsterdam. Von unserem Bauernhof bis nach Amsterdam braucht man mit dem Auto etwa eine halbe Stunde. Einen Parkplatz in Amsterdam zu finden, ist gar nicht so einfach und meistens ist Parken dort auch ziemlich teuer. Zum Glück haben uns Einheimische einen Parkplatz empfohlen. Nachdem wir das Auto abgestellt hatten, mussten wir mit dieser Fähre ins Stadtzentrum fahren.
Die Fähre ist kostenlos und wird von den Menschen hier wie ein Bus oder eine Straßenbahn für den täglichen Verkehr genutzt. Besonders interessant ist, dass sie selbst schon fast eine Touristenattraktion ist, weil die Fahrt so schön ist. Und da sind wir auch schon am Amsterdamer Hauptbahnhof angekommen. Jetzt kann unsere Erkundungstour durch die Stadt beginnen. Viele Häuser in Amsterdam stehen etwas schief, weil sie auf Holzpfählen gebaut wurden. Im Laufe der Zeit haben sie sich leicht abgesenkt oder geneigt. Zum Frühstück haben wir beschlossen, niederländische Pfannkuchen auszuprobieren. Die sind deutlich dünner als der amerikanische Pancake, der meine Freundin bestellt hat. Und in diesem Café haben wir diese Schlüsselanhänger als kleines Geschenk bekommen. Jetzt sind wir auf dem Damplatz im Zentrum von Amsterdam. Das ist wahrscheinlich der bekannteste Platz der Stadt. Hinter mir seht ihr das Nationalmonument. Ja, hier. Und befindet sich der königliche Palast, ja, dort. Hier ist immer etwas los. Touristen, Straßenkünstler und eine richtige lebendige Atmosphäre. Wenn man Amsterdam besucht, kommt man eigentlich fast immer hier vorbei. Und direkt vor dem königlichen Palast war der Platz voller Tauben. Ihre Eltern sind ins Museum gegangen und sie ist bei uns geblieben. Hunde dürfen dort nicht rein. Wir hatten leider keine Zeit, den königlichen Palast von innen zu besichtigen. Unsere Freunde sind hineingegangen, aber für uns hat die Zeit einfach nicht gereicht. Stattdessen sind wir mit unseren beiden Hunden durch die Geschäfte rund um den Damplatz gebummelt und haben nach kleinen Souvenirs für unsere Freunde oder auch für uns selbst gesucht. Dieser Laden hat zwar viele süße und lustige Sachen, aber die meisten sind weder handgemacht noch typisch lokal. Deshalb finde ich sie als besonderes Souvenir nicht so interessant. Gestern habe ich bereits 2 handgemachte Geschenke für unsere Freunde gekauft. Übrigens ist es in Deutschland nicht wirklich üblich, Kollegen oder Bekannten Souvenirs mitzubringen. Wir kaufen eigentlich nur für unsere engen iranischen Freunde kleine Mitbringsel. Und ich habe eine enge deutsche Freundin, für sie auch. Das hier ist der Mundtoren, also der Münzturm von Amsterdam. Er steht am Mundplein und gehört zu den bekannten historischen Türmen der Stadt. Früher war dieser Ort Teil eines Stadttors und später wurden hier Münzen geprägt. Deshalb heißt er heute Mundtoren. Besonders schön ist die große Uhr und das Glockenspiel im Turm. Jetzt sind wir auf dem berühmten Blumenmarkt, dem schwimmenden Blumenmarkt von Amsterdam. Er gilt als der einzige schwimmende Blumenmarkt der Welt und existiert schon seit 1862. Früher wurden die Blumen mit Booten über die Grachten hierher gebracht und direkt vom Wasser aus verkauft. Deshalb befinden sich die Marktstände bis heute auf schwimmenden Plattformen entlang des Single-Kanals. Heute kommen vor allem viele Touristen hierher. Man findet jede Menge Tulpen, Blumenzwiebeln,
Pflanzen und typisch niederländische Souvenirs. Besonders bekannt ist der Markt natürlich für die bunten Tulpen, die als Symbol der Niederlande gelten. Je älter ich werde, desto mehr liebe ich Blumen. Langsam werde ich wohl wie meine Mama. Sie ist ein richtiger Pflanzenmensch und ihr Zuhause ist voller Blumen und Pflanzen. Die Blumen hier sind auch wunderschön. Schaut euch diese hier mal an. Ist sie nicht unglaublich? Hier gibt's wirklich alles Mögliche. Tassen, Schlüsselanhänger, T-Shirts und jede Menge andere Souvenirs. Überall sieht man die typischen Symbole der Niederlande. Tulpen, Holzschuhe, Windmühlen und vieles mehr. Man könnte wahrscheinlich stundenlang stöbern. Wir sind gerade auf dem Weg zum Van Gogh Museum. Ich finde die Architektur hier einfach wunderschön. Amsterdam hat generell eine unglaublich schöne Stadtplanung und die ganze Stadt versprüht einen alten, fast magischen Charme. Egal wohin man schaut, gibt es etwas Schönes zu entdecken. 2 Musiker haben hier Klavier und Akkordeon gespielt und damit eine ganz besondere Stimmung geschaffen. Das war wirklich Pech. Ich hatte mich schon sehr auf das Van Gogh Museum gefreut, aber leider waren alle Tickets ausverkauft. Van Gogh ist einer meiner Lieblingskünstler, deshalb hätte ich das Museum unglaublich gern besucht. Aber gut, dann haben wir eben einen Grund, bald wieder nach Amsterdam zu kommen. Und wenn ihr hierher reisen wollt, vergesst nicht, eure Tickets vorher zu buchen. Jetzt sind wir im Chinesenviertel von Amsterdam, auch bekannt als Chinatown. Es gehört zu den ältesten und größten chinesischen Vierteln Europas. Hier findet man viele chinesische, thailändische und andere asiatische Restaurants, Supermärkte und Geschäfte. Man hat das Gefühl, für einen Moment in einer ganz anderen Welt zu sein. Dort vorne seht ihr übrigens den Fo-Guangshan He-Hua Tempel. Ich hoffe, dass ich es richtig ausgesprochen habe. Er ist der größte buddhistische Tempel Europas, der im traditionellen chinesischen Stil gebaut wurde und gehört zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten des Viertels. Amsterdam ist natürlich vor allem für seine wunderschönen Grachten bekannt. Die Kanäle ziehen sich durch die ganze Stadt und geben Amsterdam eine wunderschöne Atmosphäre. Für mich sind die Grachten das Herz von Amsterdam. Die Kanäle, die alten Häuser und die vielen kleinen Brücken verleihen der Stadt eine ganz besondere Atmosphäre. Egal wohin man schaut, sieht es fast aus wie auf einer Postkarte. Gerade am Abend oder bei einer Bootsfahrt
wirken die Grachten besonders schön und verleihen Amsterdam seinen einzigartigen Charme. Die Grachten wurden im 17. Jahrhundert gebaut, um die Stadt zu vergrößern und den Handel zu erleichtern. Damals waren sie eine wichtige Verkehrsroute. Heute gehören sie zu den schönsten Sehenswürdigkeiten von Amsterdam. Wir sind gerade mit einem Boot durch die Grachten von Amsterdam gefahren und ich muss sagen, das war wirklich ein unvergessliches Erlebnis. Die historischen Häuser spiegeln sich im Wasser. Überall sieht man kleine Brücken und die ganze Stadt wirkt vom Boot aus noch magischer. Für mich gehört eine Grachtenfahrt definitiv zu den schönsten Dingen, die man in Amsterdam machen kann. Unsere kleine Hündin ist von all den Abenteuern heute so müde geworden, dass sie einfach auf dem Boot eingeschlafen ist. Wir haben inzwischen zu Abend gegessen, uns ein bisschen ausgeruht und mittlerweile ist es draußen dunkel geworden. Ich muss zugeben, dass Amsterdam ein wirklich lebendiges Nachtleben hat. Überall sitzen Menschen in Bars, Cafés und Restaurants und die Stadt wirkt auch am Abend noch voller Energie und Leben. Was mir außerdem besonders aufgefallen ist, in Amsterdam fahren unglaublich viele Menschen Fahrrad. Die Stadt ist extrem fahrradfreundlich und fast überall gibt es eigene Radwege. Man hat manchmal sogar das Gefühl, dass Fahrräder hier wichtiger sind als Autos. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen und ihr konntet dabei auch ein paar neudeutsche Wörter lernen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Das hilft mir sehr und motiviert mich, weiterhin solche Videos für euch zu machen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!